Wenn deine Katze bei dir schläft, weißt du eigentlich, was sie dir damit sagen will? Ja, es ist unglaublich süß. Aber hinter dieser Nähe steckt etwas, das die meisten Menschen komplett übersehen. Es ist eine der emotionalsten Handlungen, zu der eine Katze fähig ist. Und wenn du sie falsch verstehst, was die meisten Katzenbesitzer tun, könntest du Botschaften übersehen, die sie dir seit Jahren sendet. Lass uns herausfinden, was dieses nächtliche Ritual wirklich bedeutet. Willkommen bei Katzendenken, dem Kanal, wo wir die Wissenschaft hinter Katzenverhalten erforschen. Ich bin Dr. Lena und ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Katzenpsychologie. Heute decken wir 7 versteckte Bedeutungen auf, warum deine Katze sich entscheidet, neben dir zu schlafen. Und ich verspreche dir, nach diesem Video wirst du die Schlafenszeit nie wieder mit denselben Augen sehen. Nummer 1. Es ging nie um Wärme. Also, warum schläft deine Katze wirklich bei dir? Die meisten Leute nehmen an, es sei simpel. Katzen frieren, du bist warm, Fall abgeschlossen. Aber hier ist die Sache. Katzen sind unglaublich einfallsreich, wenn es darum geht, Wärme zu finden. Sonnige Fensterbänke, Laptops, Heizkörper, Wäsche frisch aus dem Trockner. Wenn Wärme alles wäre, was sie wollen, hätten sie endlose Optionen. Warum wählen sie also immer wieder dich? Weil Schlaf die Zeit ist, in der eine Katze am verletzlichsten ist. Jeder einzelne Instinkt sagt ihnen, sie sollen sich irgendwo verstecken, irgendwo sicher, irgendwo, wo kein Raubtier sie jemals erreichen könnte. Und trotzdem laufen sie an jeder ruhigen Ecke in deinem Zuhause vorbei und klettern ins Bett zu einem Menschen, der 15 Mal so groß ist wie sie. Das hat nichts mit Temperatur zu tun. Das ist Vertrauen auf einem Level, das die meisten Besitzer nie vollständig verstehen. Eine Studie zur Tierkognition fand heraus, dass Katzen Bindungsstile mit ihren Besitzern entwickeln, ähnlich wie menschliche Babys Bindungen zu ihren Bezugspersonen aufbauen. Wenn deine Katze sich entscheidet, neben dir zu schlafen, sagt sie dir etwas, das sie nicht laut aussprechen kann. Du gibst mir das Gefühl, sicher genug zu sein, um meine Wachsamkeit komplett fallen zu lassen. Und übrigens, wenn deine Katze plötzlich aufhört, bei dir zu schlafen, ignoriere das nicht. Wir kommen gleich darauf zurück, was das wirklich bedeutet. Und es ist etwas, was die meisten Besitzer lieber früher bemerkt hätten. Nummer 2. Sie vermischen ihren Duft mit deinem. Ist dir schon mal aufgefallen, dass deine Katze ihren Kopf oder Körper gegen dich drückt, kurz bevor sie einschläft? Das ist kein zufälliges Kuscheln, das ist Chemie. Katzen haben Duftdrüsen entlang ihrer Wangen, Stirn und am Schwanzansatz. Wenn sie sich an dir reiben, hinterlassen sie unsichtbare Markierungen. Aber hier ist, was die meisten Menschen nicht wissen. Wenn deine Katze an dich gepresst schläft, markiert sie dich nicht nur. Sie vermischt deinen Duft mit ihrem. In der Wildnis teilen Katzen, die zur selben Kolonie gehören, einen gemeinsamen Duft. So erkennen sie Familie. So sagen sie, dieser hier ist sicher, ohne einen Ton zu machen. Wenn deine Katze Nacht für Nacht ihren Geruch mit deinem verwebt, führt sie ein uraltes Ritual aus. Sie sagt der Welt und sich selbst, dass ihr zusammengehört. Das ist auch der Grund, warum deine Katze dich intensiv beschnuppert, wenn du von irgendwo Neuem nach Hause kommst. Du riechst falsch. Du hast etwas von dem gemeinsamen Duft verloren. Und diese Bettzeitkuschelei? Ein Teil davon ist, dass sie wiederherstellt, was verloren ging. Und hey, wenn das bei dir ankommt, drück den Like-Button und abonniere. Das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen, denen es wirklich wichtig ist, ihre Katzen auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Nummer 3. Sie denken, sie beschützen dich. Hast du dich jemals gefragt, warum deine Katze darauf besteht, an einem bestimmten Platz zu schlafen? Vielleicht direkt an deinem Kopf, vielleicht an deinen Füßen, vielleicht gegen deinen Rücken gepresst. Diese Platzierung ist nicht zufällig, sie ist strategisch. Hier ist etwas, das dich überraschen könnte. Selbst eine kleine, verwöhnte Hauskatze trägt noch die Instinkte eines Raubtiers in sich. Und Raubtiere verstehen Bedrohungen. Wenn deine Katze sich nachts neben dir positioniert, glaubt ein Teil von ihr, dass sie Wache hält. Das geht Tausende von Jahren zurück. In wilden Katzenkolonien wechseln sich Mitglieder ab, um nachts übereinander zu wachen. Es geht nicht nur um Bindung, es geht ums Überleben. Und deine Katze, egal wie domestiziert, hat diesen uralten Code nicht vergessen. Beobachte, wo deine Katze schläft. Wenn sie sich zur Tür hin positioniert, bewacht sie den Eingang. Wenn sie in der Nähe deines Kopfes schläft, beschützt sie deinen verletzlichsten Bereich.
Sie wissen, dass sie klein sind. Es ist ihnen egal. Etwas tief in ihrer Verkabelung sagt, dieser Mensch gehört mir und ich beschütze ihn. Wird deine Katze tatsächlich einen Eindringling bekämpfen? Wahrscheinlich nicht. Aber in ihrem Kopf hat sie einen Posten bezogen. Sie hat sich selbst eine Rolle zugewiesen und jede einzelne Nacht tritt sie zum Dienst an. Nummer 4. Jede Schlafposition ist eine Botschaft. Rollt sich deine Katze zu einem engen Ball zusammen? Liegt sie ausgestreckt, als würde ihr das Bett gehören? Schläft sie mit dem Rücken zu dir? Jede dieser Positionen sagt dir etwas anderes. Beginnen wir mit dem engen Zusammenrollen. Das ist die schützendste Position, die eine Katze einnehmen kann. Sie schützt ihren Bauch, versteckt ihre Pfoten und hält alle lebenswichtigen Organe verborgen. Wenn deine Katze immer so schläft, fühlt sie sich vielleicht sicher genug, in deiner Nähe zu sein, aber nicht ganz sicher genug, um vollständig loszulassen. Es ist Vertrauen mit einer Schicht Vorsicht. Jetzt die volle Ausstreckung. Beine ausgestreckt, Bauch freigelegt, vielleicht sogar kopfüber. Das ist das ultimative Zeichen von Sicherheit. Eine Katze, die ihren Bauch zeigt, ist eine Katze, die vollkommen glaubt, dass ihr in deiner Gegenwart nichts Schlimmes passieren wird. Sie hat jeden Überlebensinstinkt aufgegeben, der ihr sagt, wachsam zu bleiben. Was ist, wenn sie dir den Rücken zudreht? Manche Besitzer nehmen das persönlich. Tu das nicht. In der Katzenwelt bedeutet es, jemandem den Rücken zuzudrehen, dass du ihm so sehr vertraust, dass du ihn nicht beobachten musst. Es ist tatsächlich ein Kompliment. Und dann gibt es die volle Kontaktpresse. Wenn deine Katze direkt an dich gepresst schläft, manchmal in unmögliche Räume gequetscht, das ist die stärkste Aussage von allen. Sie wollen null Distanz zwischen euch. Das ist nicht anhänglich, das ist Hingabe. Nummer 5. Sie ändern ihren gesamten Zeitplan nur für dich. Hast du dich jemals gefragt, warum deine Katze aufzuwachen scheint, wenn du aufwachst und herunterfährt, wenn du ins Bett gehst? Das ist kein Zufall. Das ist eine Entscheidung, die sie für dich getroffen hat. Katzen sind von Natur aus dämmerungsaktiv. Das bedeutet, ihr Körper ist darauf programmiert, bei Morgendämmerung und Abenddämmerung am aktivsten zu sein. Dann jagten ihre wilden Vorfahren. Dann sagen ihre Instinkte ihnen, wach zu sein, nicht zu schlafen. Von Natur aus sollte der Zeitplan einer Katze also überhaupt nicht mit deinem übereinstimmen. Aber gebundene Katzen tun etwas Bemerkenswertes. Sie überschreiben ihre eigene Biologie. Forscher, die Hauskatzen studierten, fanden heraus, dass Katzen, die eng mit Menschen leben, allmählich ihre Schlaf- und Wachzyklen verschieben, um ihre Besitzer zu spiegeln. Sie bleiben tagsüber länger wach. Sie schlafen nachts tiefer. Nicht, weil es für sie natürlich ist, sondern weil das die Zeit ist, in der du verfügbar bist. Denk mal eine Sekunde darüber nach. Die gesamte innere Uhr deiner Katze, aufgebaut über Tausende von Jahren Evolution, wird neu geschrieben, nur damit sie mehr Zeit in deiner Welt verbringen kann. Das ist auch der Grund, warum Katzen dich an der Tür begrüßen oder auftauchen kurz bevor dein Wecker klingelt. Sie haben deinen Rhythmus gelernt. Sie haben sich darauf synchronisiert. Nicht aus Gewohnheit, aus Vorliebe. Nummer 6. Sie spüren deinen Stress, bevor du es tust. Hattest du jemals einen harten Tag und bemerkt, dass deine Katze plötzlich nicht von deiner Seite weicht? Das ist kein Zufall. Sie wusste, dass etwas nicht stimmte, bevor du auch nur ein Wort gesagt hast. Katzen sind unglaublich auf die Menschen eingestellt, mit denen sie verbunden sind. Und die Wissenschaft beginnt zu beweisen, was Katzenbesitzer seit Jahren fühlen. Deine Katze kann dich besser lesen, als du denkst. Studien zeigen, dass Katzen subtile Veränderungen im menschlichen Verhalten, in der Körpersprache und sogar im Geruch erkennen können. Wenn du gestresst bist, setzt dein Körper Cortisol frei. Deine Bewegungen verändern sich. Deine Atmung verändert sich. Deine Katze nimmt all das wahr. Sie weiß nicht, warum du verärgert bist, aber sie weiß, dass etwas nicht stimmt. Das ist der Grund, warum manche Katzen besonders anhänglich werden, wenn ihr Besitzer krank, ängstlich oder traurig ist. Sie sind nicht einfach nur süß. Sie reagieren auf echte Signale, die du aussendest, ohne es zu merken. Und hier wird es noch tiefgreifender. Neben dir zu schlafen, gibt ihnen einen Platz in der ersten Reihe zu deinem emotionalen Zustand. Deine Herzfrequenz, deine Unruhe, deine Atemmuster. Nacht für Nacht sammeln sie Informationen. Sie lernen, wie sich deine Grundlinie anfühlt.
Und wenn sich etwas verändert, bemerken Sie es. Nummer 7. Wenn Sie plötzlich aufhören, hör genau hin. Was bedeutet es, wenn eine Katze, die immer bei dir geschlafen hat, plötzlich aufhört? Das ist, was ich vorhin erwähnt habe. Und es ist etwas, das jeder Katzenbesitzer verstehen muss. Wenn deine Katze monatelang oder sogar jahrelang neben dir geschlafen hat und sich das plötzlich ändert, ignoriere es nicht. Katzen sind Gewohnheitstiere. Wenn sie ein so bedeutendes Muster brechen, versuchen sie dir etwas zu sagen. Manchmal ist der Grund körperlich. Schmerzen, Krankheit oder Unbehagen können eine Katze dazu bringen, Einsamkeit zu suchen. Katzen verstecken sich instinktiv, wenn sie sich nicht wohlfühlen. Es ist ein Überlebensmechanismus. Wenn deine ältere Katze plötzlich allein schlafen will, ist ein Tierarztbesuch eine Überlegung wert. Manchmal ist es umweltbedingt. Ein neues Haustier, eine neue Person, eine Änderung der Routine. Katzen sind empfindlich gegenüber Veränderungen in ihrem Territorium. Etwas, das dir klein erscheint, könnte sich für sie riesig anfühlen. Und manchmal ist es emotional. Katzen erinnern sich. Wenn sie im Schlafzimmer erschreckt wurden oder dort ein Konflikt stattfand, ziehen sie sich möglicherweise zurück, um sich zu schützen. Der Schlüssel ist, aufmerksam zu sein. Deine Katze hat sich entschieden, bei dir zu schlafen, weil sie dir vollkommen vertraute. Wenn sich das ändert, ist sie nicht launisch. Sie kommuniziert. Also hör zu. Beobachte. Und wenn nötig, hilf ihr sanft, den Weg zurückzufinden, um sich wieder sicher zu fühlen. Denn dieses nächtliche Ritual, für sie war es nie klein. Und für dich sollte es auch nicht klein sein. Wenn dir dieses Video geholfen hat, deine Katze ein bisschen besser zu verstehen, gib einen Daumen hoch. Abonniere Katzendenken für mehr wissenschaftlich fundierte Einblicke in die verborgene Welt des Katzenverhaltens. Und sag mir in den Kommentaren, schläft deine Katze bei dir? Und wo ist ihr Lieblingsplatz? Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und heute Nacht, wenn deine Katze neben dir ins Bett klettert, wirst du genau wissen, was sie dir sagen will.